Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Webinar zu den Handlungsfeldern der Datengovernance. Wir aus dem Teilprojekt 1 wollen euch heute einen Einblick in einen Teil der Handlungsfelder der Datengovernance geben und wollen uns heute den Themen Rollen, Datenintegration und Datenqualität widmen. Zunächst aber erstmal zum Thema an sich. Was ist Datengovernance? Das Ziel von Datengovernance ist, dass man ein Rahmenkonzept erstellt, damit der Zugang zu und der Umgang mit Daten organisiert werden kann. Ganz konkret gibt es in der Datengovernance also ganz verschiedene Prozesse, Rollen, Richtlinien und Standards, die eine geregelte Nutzung von Daten ermöglichen. Unter anderem ist das beispielsweise der Zugang zu offenen Daten und die Teilhabe der Stadtgesellschaft, die damit ermöglicht werden kann. Da die Datengovernance natürlich ein super großes Thema ist, unterteilen wir diese in kleinere Themengebiete. Das sind die sogenannten Handlungsfelder. Im CAD-Projekt haben wir uns dafür im Teilprojekt 1 mit Datenschutzexpertinnen der Städte zusammengesetzt und die für uns wichtigsten Handlungsfelder zusammengetragen. Das Ergebnis sind 14 Handlungsfelder, die man hier auf der Folie schön sieht. Da geht es von Rollen über Datenkompetenz bis hin zum Datenschutz. Um nun eine Grundlage für weitere Diskussionen zu haben, haben wir diese Handlungsfelder definiert und das Ergebnis dieser Definition ist auf der Website einsehbar. Im weiteren Verlauf haben wir uns dann mit dem Gesamtprojekt angeschaut, welche Handlungsfelder die wichtigsten für uns sind und dabei 6 Handlungsfelder priorisiert, die uns am relevantesten zu einer weiteren Bearbeitung erscheinen. Das sind die Felder Rollen, Datenqualität, Datenkompetenz, Datenschatz, Datenkatalog und Datenintegration. Diese werden nun im weiteren Projekt näher betrachtet und ausführlich ausgearbeitet. Wir wollen uns heute den ersten 3 Handlungsfeldern widmen. Wie schon gesagt, das sind einmal die Felder Rollen, Datenqualität und Datenintegration. Und beginnen wollen wir nun mit dem Thema Rollen. Damit wir eine Datengovernance innerhalb einer Kommune umsetzen können, braucht man natürlich Menschen, die das tun oder Personen, die das tun. Das heißt, die hier ganz konkret Aufgaben und Verantwortung übernehmen. Da wird man jetzt nicht im Einzelnen schon Personen benennen, sondern wird man erstmal versuchen, zu Beginn Rollen zu definieren. Das haben wir hier getan, gemeinsam die 3 CAD-Städte. Genau, also wir haben hier vor allen Dingen den Schwerpunkt gelegt auf den Betrieb urbaner Datenplattform und urbaner digitale Zwillinge. Also das war so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt, um den es hier auch geht, im Zusammenhang mit der Datengovernance bei uns. Und wir haben genau geschaut, dass wir hier auch Rollen auf allen Ebenen haben, also von der strategischen Ebene hin bis runter auf die operative Ebene Datenmanagement. Auch hier haben wir das Rad quasi nicht neu erfunden, sondern wir haben ja auch auf vorhandene Modelle zurückgegriffen. In dem Fall hier ein Datengovernance-Modell, Rollenmodell vom Fraunhofer IAO, das wir ergänzt haben durch unsere eigenen Erfahrungen und Strukturen der 3 CAD-Städte, denn wir betreiben hier alle zentrale Datenarchitekturen und da es ein bisschen schwierig ist, aus den 3 verschiedenen Städten da ein gemeinsames Modell zu gestalten, war das natürlich hervorragend, dass wir hier auf ein vorhandenes Modell zurückgreifen konnten und das ein bisschen angepasst haben. Für unseren Entwurf hier und den können wir uns jetzt mal anschauen in der Übersicht auf der nächsten Folie. Wir haben hier mal das fertige Modell, so wie es jetzt hier bei uns entstanden ist. Es soll hier verstanden werden als Orientierungshilfe und womöglich auch als Empfehlung für andere Kommunen. Wir wollen hier eine möglichst flexible Ausgestaltung ermöglichen mit diesem Vorschlag. Und man sieht schon, es sind doch einige Rollen zusammengekommen. Und wir sehen das hier auch so, dass diese Flexibilität auch in der Form gestaltet werden kann, dass man hier bestimmte Rollen konsolidiert. Also wenn ich hier als kleinere Kommune mir das Rollenmodell nehme, dann muss ich nicht zwangsläufig hier jede einzelne Rolle umsetzen, sondern ich kann auch schauen, an welcher Stelle es sinnvoll ist. Wo habe ich vielleicht schon vorhandene Strukturen, die dem entsprechen und wo kann ich an welcher Stelle vielleicht auch Rollen konsolidieren. Das ist hier die Grundidee und wir unterscheiden hier grundsätzlich zwischen zentralen und dezentralen Rollen. Die zentralen Rollen sozusagen gesamtkommunal zu betrachten und festgelegt. Und es gibt natürlich hier, wir wollen ja auch die einzelnen Organisationseinheiten mit aufnehmen, gibt es die dezentralen Rollen, die wir hier auch identifiziert haben und die wir hier mitnehmen wollen, damit auch die Organisationseinheiten hier sich mit einbringen können in die Datengovernance. Denn es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen dem Modell vom Fraunhofer. Das Fraunhofer
startet quasi das Rollenmodell mit den Datendomänen. Also auf dieser Ebene Organisationseinheiten, Datenmanagement haben Sie Datendomänen definiert, also Datencluster definiert. Wir betrachten hier erstmal die Organisationseinheiten einer Kommune, weil wir denken, dass es ein guter Ausgangspunkt ist, um überhaupt mit dem Thema Datengovernance zu starten. Man hat natürlich hier noch die Freiheit, Datendomänen auszugründen. Das können stetige Datendomänen sein. Das kann auch sein, dass man sowas ad hoc definiert, um bestimmte Datenprodukte realisieren zu können. Von daher ist es hier so zu betrachten, wir orientieren uns hier erstmal an den Organisationseinheiten als vertikale Strukturen. Es können aber eben auch bei Bedarf Datendomänen darauf basierend eingeführt werden. Das sollte kein Problem darstellen. Ich will jetzt im Folgenden, möchte ich gerne die wichtigsten Rollen vorstellen. Ich möchte gerne mit dem Datengovernance-Eigentümer auf der Ebene der Verwaltungsspitze, also auf der strategischen Ebene beginnen. Es handelt sich hierbei in der Regel sicherlich um jemanden, der hier oft in der Verwaltungsspitze auf Bürgermeisterebene unterwegs ist, der vielleicht auch in Personalunion die Rolle des Chief Data Officers innehat. Also von daher kann man hier auch schon mal eine Personalunion gründen aus CDO und Datengovernance-Eigentümer. Das ist hier ein Vorschlag, wie man das gestalten kann. Diese Person soll am Ende sicherstellen, dass der strategische Rahmen der Datengovernance, der gesamtstädtischen Strategie, Digitalstrategie, Smart City-Strategie, Datenstrategie hiermit in die Datengovernance einfließt, dass die kommunale Vision hier mit vertreten wird im Rahmen der Datengovernance. Genau, und er übernimmt aber auch hier an der Stelle die Schirmherrschaft für die Datengovernance. Dann können wir gerne auf die nächste personelle Rolle gehen. Das Datengovernance-Komitee lasse ich mal aus. Das kommt gleich später dann nochmal, wenn ich in alle personellen Rollen eingeführt habe. Datengovernance Manager verbindet alle drei Ebenen, also verbindet hier Strategie, Datenmanagement und Datengovernance und hat die Hauptverantwortung für die Datengovernance, hat aber nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis innerhalb der Datengovernance. Dafür gibt es eben dann später das Datengovernance Komitee, also ein Gremium, und das wird aber hier durch diese Person organisiert, einberufen. Es gibt hier sozusagen die Aufgaben des Stakeholder-Managements, die erfüllt werden müssen, und es werden hier gemeinsam im Komitee später dann auch Fachkonzepte erarbeitet, die dann für alle zugänglich sein sollten. Dann gehen wir gerne auf die Ebene der Koordinierungsstellen. Hier die Koordinierungsstellen UDP, UDZ, also urbane Datenplattform, urbaner digitaler Zwilling, sind in der Regel mit Koordinierungsstellen ausgestattet, treiben eigenes Stakeholder-Management, haben eigene Kontakte in die Organisationseinheiten und haben natürlich auch ganz konkrete Anforderungen an eine Datengovernance. Das wollen wir hier mit dieser Rolle hier auch abbilden, dass uns das wichtig ist, dass wir hier als Betreiber urbane Datenplattformen, urbaner digitaler Zwilling natürlich ein Mitspracherecht haben im Rahmen einer Datengovernance und hier auch gerne unser Wissen mit einbringen, denn wir müssen hier den Betrieb dieser Datenplattform oder dieser zentralen Architekturen gewährleisten können, und das gelingt uns eigentlich nur durch eine vernünftige Datengovernance. Von daher hier auch so der Brückenschlag zwischen Datenmanagement auf operativer Ebene und schon Datengovernance in Richtung strategische Ebene hier ausgerichtet. Dann steigen wir ein in die Organisationseinheiten. Man sieht hier auch unten im Bild, dass die Organisationseinheiten auch eine eigene Datengovernance-Struktur haben können, also eine eigene Datengovernance für sich neben der städtischen Datengovernance etablieren können. Das muss natürlich mit einherlaufen, also es muss aufeinander abgestimmt sein. Von daher macht es auch Sinn, hier dezentrale Ansprechpartner zu etablieren. Also zentrale Ansprechpartner natürlich innerhalb der Organisationseinheit, aber stadtweit gesehen sind das dezentrale Rollen jetzt hier. Denn jede Organisationseinheit sollte beispielsweise über einen Dateneigentümer verfügen. Das können jetzt Personen sein aus der Führungsebene eines Amtes oder eines Referats, die Ziele der Datengovernance sozusagen in operative Ziele ihrer Organisationseinheit übersetzen und insgesamt die Daten ihrer Organisationseinheit im gesamtstädtischen Konzept dann auch vertreten. Das heißt, am Ende muss auch für die Freigabe von Daten eine Unterschrift gesetzt werden, und in der Regel macht das hier an der Stelle womöglich die Amtsleitung oder die Referatsleitung. Diese Verantwortung und diese Aufgabe kann natürlich aber auch delegiert werden. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu der Rolle des Datenlotsen. Der Datenlotse und Datenlotsin ist auch eine Rolle oder eine Person, die jetzt in der Datengovernance der Organisationseinheit zu verorten ist. Hier geht es ganz konkret darum, auf operative Ebene die Datengovernance innerhalb einer Organisationseinheit umzusetzen. Das hat auch Auswirkungen auf das Datenmanagement innerhalb dieser Organisationseinheit, und damit trägt diese Person eine gewisse Gesamtverantwortung für Daten innerhalb der Organisationseinheit, aber eben auf operative und nicht auf strategischer Ebene wie der
Eigentümer. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass diese Person Kenntnisse haben muss über die Fachsysteme und deren Anwenderinnen innerhalb der Organisationseinheit und beispielsweise eben auch Datenqualitätsberichte und Datenqualitätsregeln innerhalb der Einheit ausgestaltet, schreibt und veröffentlicht. Dann kommen wir zur letzten Rolle innerhalb der Datengovernance der Organisationseinheit. Das sind die sogenannten Datenpfleger, Datenpflegerinnen. Hier sind Personen spezifisch zuständig für Datensätze oder Fachanwendungen. Das heißt, diese Personen erheben Daten, führen Daten fort und sind vollkommen im operativen Geschäft unterwegs. Sie unterstützen womöglich als detaillierte Ansprechpartner, fachliche, technische Ansprechpartner auch die Datenintegration im Gespräch mit den Datenexperten der ODP und des ODZ und tragen damit durch aktives Datenmanagement hier zu einer Erfolgsgeschichte bei. Sie sind aber eben auch Ansprechpartner für die Datenlotsen. Und im Gegensatz zu den Datenlotsen müssen Sie aber keine Multiplikatorenaufgaben übernehmen. Das obliegt den Datenlotsen innerhalb der Organisationseinheit, da eben auch Wissen zu verteilen, sondern Sie sind hier wirklich aktiv im Geschäft dabei. Und damit haben wir erstmal alle Rollen soweit definiert. Und jetzt würde ich abschließend eben noch zu dem Entscheidungsgremium kommen, den zentralen, das wir hier definiert haben. Das ist das sogenannte Datengovernance-Komitee. Man sieht es hier oben im Kreis angedeutet. Hier sollten jetzt Vertreter aus der Verwaltungsspitze dabei sein. Es sollten natürlich der Datengovernance Manager bzw. das Team des Datengovernance Managers dort vertreten sein. Die Kollegen organisieren das Zusammenkommen des Komitees und wir haben jetzt eben auch Vertreter der Organisationseinheiten. Das könnten die Dateneigentümer sein, das könnten aber eben auch delegiert die Datenlotsen sein, die da aktiv die Datengovernance mitgestalten. Und wir haben hier eben auch die Koordinatoren der zentralen Datenplattformen ODP, ODZ hier auch verortet. Dort oben in dem Datengovernance-Komitee werden Maßnahmen beschlossen, eingebracht. Die werden dann eben auch in der Verwaltungsstruktur verteilt. Im Grunde genommen kann das hier auch als höchste Eskalationsstufe betrachtet werden, falls es hier zu Problemen kommt, wenn es hier um Daten geht. Diese ganze Struktur, die wir hier aufgebaut haben, das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die soll natürlich nicht die vorhandenen Strukturen und demokratischen Prozesse natürlich umgehen, sondern das ist einfach nur ein Zusatz, den es braucht, um hier eine Datengovernance zu realisieren, um beispielsweise hier auch Prozesse wie die Datenintegration vorantreiben zu können und umsetzen zu können. Und damit sind wir dann im Grunde genommen auch schon beim nächsten Thema und ich würde dir ganz gerne an Stefanie übergeben. Ja, vielen Dank. Das Stichwort Datenintegration ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen und ich darf dieses Handlungsfeld jetzt genauer vorstellen. Bei der Datenintegration geht es grundsätzlich um das Bereitstellen von Daten und die Abschaffung exklusiver Datenräume. Das bedeutet eben, dass wir Datensilos, wie wir sie unten auf der Folie sehen, die in den verschiedenen Organisationseinheiten in den Städten vorherrschen, aufbrechen möchten, eben mit dem Ziel, Datenredundanzen zu vermeiden und dabei offene Standards zu nutzen. Und diese Daten sollen eben dann in eine beispielsweise Urban Data Plattform, wie wir sie in Hamburg finden, oder eben eine Geodateninfrastruktur überführt werden, wie sie in München oder in Leipzig zu finden ist. Um die Datenintegration durchzuführen, sind verschiedene Personen bzw. Rollen in einer Stadt notwendig. Die UDP-UDZ-Koordinierungsstelle und auch die Datenlotsen, Datenpfleger, von denen haben wir gerade eben gehört. Hier kommt jetzt noch hinzu die zwei Rollen, wie wir sie im grünen Kasten sehen, die eben auf der operativen Ebene der Datenintegration wichtig sind. Und zwar ist es zum einen der IT-Betreuer der Stadt, der eben maßgeblich für die Umsetzung, Verwaltung und Sicherstellung des reibungslosen Betriebs einer IT-Infrastruktur, wie sie eben eine UDP oder ein UDZ benötigt, zuständig ist. Und dann noch der Dateningenieur, der eben Vorgaben präzise umsetzt und datenbasierte Dienste letztlich schafft. Das heißt, er stellt sicher, dass die Daten, die für die Integration benötigt werden, eben in den gewünschten Formaten und Strukturen vorliegen und um dann den Anforderungen gerecht zu werden. Kommen wir zum Datenintegrationsprozess. Wir haben den formalisiert und in 9 Schritte unterteilt.
Zunächst beginnt es eben bei der Meldung des Datenbedarfes. Dann kommen Schritte wie die Identifikation der Datenquellen, die Visualisierung, die Metadatenerfassung, aber dann eben auch die Umsetzung, Datenübernahme, die Erstellung der Webdienste und schließlich das Testen. Und ganz wichtig an dieser Stelle, am Anfang und am Ende sind die Prozesse mehr oder weniger zeitlich festgelegt, aber die Prozesse, die jetzt so in der Mitte stehen, die können auch gleichzeitig stattfinden oder in einer anderen Reihenfolge. Aber wichtig ist eben, dass sie passieren. Dann kommen wir zum ersten Prozessschritt, der Meldung des Datenbedarfes. Hier ist es eben so, dass ein Dateneigentümer seine Daten veröffentlichen möchte, um einen Anwendungsfall umzusetzen, um sich beispielsweise den Verteilungsaufwand seiner Daten einzusparen. Oder es kann auch so sein, dass ein externer bzw. ein anderer Kunde aus der Stadt Daten sucht, ein sogenannter Datenbedarfsträger, um einen bestimmten Anwendungsfall oder eine Fachaufgabe umzusetzen. Auf der Folie möchte ich noch darauf hinweisen, oben rechts sieht man immer eingeblendet die Rolle des Dateneigentümers und des Dateningenieurs. Und wenn diese nicht ausgegraut ist, dann sind diese Rollen eben am Prozess beteiligt. So kann man ein bisschen den Überblick behalten. Wenn der Datenbedarf gemeldet wurde, dann kann die Datenquelle identifiziert werden, sofern sie denn in der Stadt existiert, liegt sie vielleicht schon veröffentlicht vor in einem Webdienst oder einer API. Eventuell ist sie auch schon in einem Fachsystem eingebunden und liegt dort in einem Data Warehouse oder einer Datenbank. Oder sie liegt eben noch bei der Organisationseinheit als Excel-Tabelle, Shapefile, SharePoint-Tabelle oder als Geo-Package vor. Wenn die Datenquelle identifiziert ist, dann kann man die Anforderungen erfassen. Hier soll geklärt werden, was letztlich mit den Daten gemacht werden soll. Also welche Inhalte werden benötigt. Wir sehen hier zum Beispiel ein Bild aus dem Schulinfosystem der Stadt Hamburg. Hier sollten verschiedene Schulformen gefiltert werden können. Und entsprechend brauchen wir eben dann die Attribute der Schulformen für unser Datenmodell. Ebenfalls in diesem Schritt soll eben geklärt werden, ob diese Daten dann oder das Endprodukt nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zur Verfügung steht oder ob es eben als Open Data veröffentlicht werden kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist dann auch die Prüfung der Datenschutzgrundverordnung bzw. anderer rechtlicher Vorgaben, sodass man hier jederzeit im grünen Bereich ist. Wenn man die Anforderungen erfasst hat, dann kann man sich Gedanken über die Visualisierung machen, also wie man seine Daten dann darstellen möchte. Hier gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Rechts sehen wir oben die Klassifizierung von Punkten, die eben verschiedene Kitas in Leipzig darstellen. Je nachdem, ob sie staatlich oder privat sind, werden sie dann eben als grünes oder rotes Bärchen dargestellt. Man kann aber natürlich auch dann Linienfeatures oder Polygone, Klassifizierungen und so weiter darstellen. Außerdem wäre auch eine Darstellung denkbar, wie man sie auf dem Bild unten sieht. Dort ist eine 3D-Visualisierung aus München zu sehen, die eine Neuplanung einer Straße bzw. die einzelnen Fahrradwege und Fahrspuren darstellt. Außerdem soll in diesem Schritt festgelegt werden, wie die Schreibweise von bestimmten Begriffen ist und auch überprüft werden, ob Abkürzungen verwendet werden. Fachbegriffe sollten eher vermieden werden. Im nächsten Schritt kommen wir dann zur Erfassung der Metadaten. Das ist ein ganz essentieller Schritt, denn es ist einfach keine Veröffentlichung von Daten möglich ohne Metadaten. Auf dem Bild sehen wir einen Screenshot der Metadatenerfassung in München, wo beispielsweise der Update-Zyklus festgehalten wird, aber auch wo die Daten veröffentlicht werden. Weil uns das Thema Metadaten bzw. Datenkatalog ebenso essentiell erscheint, haben wir
das auch als Handlungsfeld im CAD-Projekt auserkoren. Dort werden wir demnächst beginnen, das Thema auszuarbeiten und zum Ende Q3 hin mit Ergebnissen rechnen. Das heißt, an dieser Stelle schon mal ein Hinweis, dass Sie dann darüber noch mehr erfahren werden. Wenn die Metadaten erfasst sind, können wir die Daten dann freigeben. Das heißt, wir holen die Bestätigung des Dateneigentümers ein, wie die Daten veröffentlicht werden dürfen. Also hier handelt es sich um eine rechtliche Absicherung, dass die Daten eben dann beispielsweise öffentlich zur Verfügung stehen dürfen. Dann haben wir alle Vorgespräche sozusagen geführt und können zur Datenübernahme kommen. Hier kommen wir jetzt sozusagen wirklich in die Umsetzung unserer Datenintegration. Also die Daten, die wir zeigen wollen, werden verarbeitet mit ETL-Prozessen, mit beispielsweise FME oder auch Python. Und es wird festgelegt, welche Datenquelle wir haben und wo unser Datenziel ist und wie eben das Ganze, was wir vorher besprochen haben, umgesetzt wird. Unten sieht man so ein Beispiel für so einen FME-Prozess aus Leipzig. Und man kann eben deutlich erkennen, dass es durchaus mal komplexer werden kann, so eine Datenübernahme, bis dann am Ende die Daten bereitstehen, um sie eben in einem Webdienst zu veröffentlichen. Die Daten wurden jetzt eben übernommen und können dann in einem Datendienst bzw. einem Geodatendienst verfügbar gemacht werden, beispielsweise einem WMS oder einem WFS. Dafür nutzt man am besten offene und standardisierte Webdienste, zum Beispiel eben OGC-Dienste, um eben eine gewisse Interoperabilität auch mit anderen Webdiensten zu gewährleisten. Ebenfalls in diesem Schritt werden die Metadaten veröffentlicht, die dann beispielsweise durch andere Portale wie GovData, das Datenportal für Deutschland, eben geharvestet werden können. Und wenn der Webdienst erstellt ist, dann geht es ans Testen. Hier wird eben dann vor der Veröffentlichung nochmal ein letzter Test durch den Dateneigentümer oder eben eine Ebene drüber durch den Datenlotsen durchgeführt. Und hier sieht man beispielsweise ein Beispiel aus Hamburg, wo dann im Testing festgestellt wurde, dass eben keine Metadaten zu den Kindertagesstätten veröffentlicht wurden oder bereitgestellt wurden und somit ist keine Veröffentlichung möglich. Wir brauchen dann nochmal eine Korrekturschleife und wenn dann letztlich alle Daten vorhanden sind, kann eben produktiv gegangen werden. Das ist dann unser letzter Schritt in unserem Prozess. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zusammenfassen. Wir sehen, es sind sehr viele einzelne Schritte mit vielen einzelnen Handlungen notwendig und dafür braucht es eben eine gute Dokumentation und Kommunikation in diesem Datenintegrationsprozess. Der ist allerdings mit sehr vielen Herausforderungen verbunden. Also es gibt technische Aspekte, die verständlich und präzise an sehr viele verschiedene Zielgruppen vermittelt werden müssen. Die Dokumentation enthält auch technische Details, aber auch geschäftliche Anforderungen. Diese technischen Details, die veralten recht schnell aufgrund der Weiterentwicklung. Abstimmungsprozesse sind eben aufgrund vieler Akteure oft langwierig, aber auch Themen wie eine begrenzte Datenkompetenz seitens des Kunden können eben ein Problem sein. Um diesen ganzen Herausforderungen gerecht zu werden, kann man eben Maßnahmen treffen. Man kann Fristen festsetzen. Wirklich aus unserer Sicht wichtig ist die Etablierung von Datenlotsen und auch die Durchführung regelmäßiger Treffen mit diesen. Es sollten aktiv Anwendungsfälle identifiziert werden und diese dann auch bei erfolgreicher Umsetzung präsentiert werden innerhalb der Stadt, innerhalb der Organisationseinheit, sodass eben alle hier profitieren. Und die Koordinierungsstelle sollte eben auch aktiv Daten in den Fachbereichen identifizieren und nutzbar machen. Und wenn all diese Schritte dann am Ende bedacht wurden, können wir eigentlich sagen, dass wir einen erfolgreich umgesetzten Datenintegrationsprozess haben. Und da das Thema wirklich sehr umfassend ist und dazu noch sehr viel mehr Informationen
vorhanden sind, möchte ich an dieser Stelle nochmal auf das Webinar Datenintegration hinweisen, was auch auf der CAT-Homepage zu finden ist. Als dritten und als letzten Punkt wollen wir jetzt noch einmal auf die Datenqualität schauen, was auch ein wichtiges Handlungsfeld in der Datengovernance ist. Was ist die Datenqualität und warum ist sie so wichtig? Naja, Daten haben in unserer modernen Welt eine wahnsinnig hohe Relevanz, zum Beispiel für moderne Technologien, aber auch für ganz viele Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Damit diese natürlich zuverlässige Produkte und Ergebnisse bereitstellen können, muss die Grundlage in Form von Daten und Metadaten qualitativ hochwertig sein. Was heißt jetzt qualitativ hochwertig? Daten sind hochqualitativ, wenn sie für ihren vorgesehenen Gebrauch im operativen Geschäft, bei Entscheidungen und bei der Planung geeignet sind. Und diese Eignung bzw. diese Datenqualität wird durch verschiedene Merkmale beeinflusst. Die Qualität hängt also von einer Vielzahl von Kriterien ab. Und um einen Datensatz auf seine Datenqualität zu messen, müssen einige Faktoren betrachtet werden. Gegebenenfalls sind nicht alle Kriterien immer auf jeden Datensatz anwendbar, aber in den meisten Fällen sollte dies der Fall sein. Die Auswahl der Datenqualitätskriterien ist sehr groß. Daher haben wir uns im CAT-Projekt für die für uns relevantesten Datenqualitätskriterien entschieden und diese herausgearbeitet. Das Ergebnis sind 13 Kriterien, die hier zu sehen sind. Die haben wir aus diversen zuverlässigen Quellen extrahiert und zusammengeführt. Ein großer Punkt war da auch noch der Leitfaden für qualitativ hochwertige Daten und Metadaten, das Fraunhofer Fokus, das wir ergänzt haben durch weitere für uns relevante Kriterien. Wir haben uns hier auf bereits vorhandene Quellen gestützt, um natürlich Parallelstränge zu vermeiden. Kriterien, die wir hier herausgearbeitet sind zum Beispiel die Aktualität, die Relevanz von Daten, aber auch die Verlässlichkeit und die Zugänglichkeit. Wie können wir jetzt die Datenqualität eines Datensatzes messen? Wir haben hier einmal ein paar Schritte zusammengefasst. Als erstes wollen wir natürlich, wenn wir einen Datensatz vorliegen haben, wollen wir einen Status quo ermitteln. Das heißt, wir wollen einen Datensatz auf die verschiedenen Kriterien der Datenqualität prüfen. Wenn dann herauskommt, dass der Datensatz noch optimierbar ist, wollen wir anhand von Maßnahmen die Daten verbessern. Gegebenenfalls kann es dann sinnvoll sein, die Datenqualität eines Datensatzes nach einer gewissen Zeit wieder zu betrachten und noch einmal zu bewerten. Für die Bewertung eines Datensatzes auf Basis seiner Datenqualität haben wir im CAT-Projekt aus verschiedenen Quellen, die wir in der Stadt zur Verfügung hatten, ein Datenqualitätstemplate entwickelt, mithilfe wir die Datensätze dann auf ihre Datenqualität testen können. Das Ziel dieses Templates ist, dass wir eine Übersicht über relevante Datenqualitätskriterien erzeugen. Das heißt, diese 13 Kriterien, die wir gerade gesehen haben, und dass wir einen Datensatz auch auf seine Qualität bewerten können mithilfe dieses Templates. Aufgebaut haben wir das Template in 4 verschiedene Punkte. Einmal die Einführung, dann die Kriterien und dann 2 Checklisten, in denen wir Datensatz und Attribute bewerten können. Das möchte ich gerne einmal zeigen. Diese Excel ist unser Datenqualitätstemplate und wie ich schon gesagt habe, haben wir auf der ersten Seite eine kleine Einführung einmal zum Thema Datenqualität und dann auch noch zum Aufbau des Templates. Der interessanteste Part am Template sind jedoch natürlich die Datenqualitätskriterien. Diese haben wir hier einmal in einer Übersicht dargestellt und diese in verschiedenen Ebenen ausgearbeitet. Beginnen wir einmal mit der Betrachtungsebene am Beispiel der Aktualität. Bei der Betrachtungsebene wollen wir erstmal schauen, auf welche Ebene bezieht sich das Kriterium. Ist es auf einer Datensatzebene oder kann man es auch auf einer Attributebene betrachten? Danach widmen wir uns der Definition. Hier haben wir, wie gesagt, uns auf vorhandene Definitionen gestützt, um Parallelentwicklungen zu vermeiden.
Wem die Definition nicht ausreicht, der findet weitere Informationen in einer näheren Erläuterung. Hier sind auch ein paar Beispiele gelistet. Ein interessanter Aspekt in dem Ganzen: kann dieses Kriterium auch automatisiert geprüft werden? Die Erklärung hierfür ist ganz einfach. Wir haben heutzutage eine große Menge an Daten und wollen natürlich nicht jeden einzelnen Datensatz manuell auf seine Datenqualität prüfen müssen. Deswegen haben wir uns angeschaut, können wir einmal dieses Kriterium formal prüfen, das heißt, können wir die Form des Datensatzes bezüglich dieses Kriteriums prüfen und können wir dies inhaltlich machen. Diese Aspekte haben wir dann hier einmal aufgeschlüsselt. Zudem haben wir hier eine Bewertung des Datensatzes. Das machen wir in einem Ampelsystem. Und das heißt, es gibt 3 Level an Datenqualität, manchmal auch 2, wenn das sinnvoll ist, indem wir ganz plakativ in diesen Ampelfarben bewerten können. Ist der Datensatz nun optimierbar, dann haben wir hier auch Maßnahmen aufgeschlüsselt, mit denen man den Datensatz einmal verbessern kann. Um das jetzt ganz praktisch zu machen, haben wir dann noch Checklisten angelegt. Hier einmal die Checkliste für den Datensatz. Hier kann der Datensatz einmal eingetragen werden und die Bewertung des Kriteriums hier erfolgen. Zudem kann auch noch ein Kommentar dargelassen werden. Analog dazu gibt es noch die Checkliste für die Attribute. Hier kann auch wieder der Datensatz eingetragen werden mit seinen Attributen und jedes einzelne Kriterium mit dem Ampelsystem bewertet werden. So kann man auch ganz plakativ auf einen Blick sehen, wie gut der Datensatz mit der Datenqualität performt. Dieses Template gibt es auf unserer Website zum selber ausprobieren und runterladen. Und damit würde ich gerne dieses Webinar schließen und danke für die Aufmerksamkeit.